Und heute gibt es einige Neuigkeiten. Also seid gespannt. Zunächst eine kleine Vorschau für das nächste Video, weil ich habe von Reolink die neue Reolink Go PT Kamera zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist eine Kamera, für die man keinen Stromanschluss und auch kein WLAN benötigt. Und das Beste dran, sie kann also in allen Richtungen schwenken. Das heißt, so könnt ihr komplett eure Außenkuppel oder auch Stall, abgelegener Stall, komplett mit dem Handy beobachten. Ist übrigens der Nachfolger hier von der Reolink Go, die ich ja auch schon mal ausgiebig getestet habe. Und da ich die dann nicht mehr benötige, werde ich sie ja in Form eines Gewinnspieles in den nächsten Videos versteigern. Also könnt ihr euch schon drauf freuen. Die erste Neuigkeit wartet. Ja, genau. Im Pferdeparadies, weil da gibt es wirklich was Neues. Wo auch schon viele von euch gefragt haben, wann ist es denn soweit? Wann ist es denn soweit? Was könnte das nur sein? Das war wieder unter dem Zaun durch. So. Und zwar steht die Neuigkeit hier. Hier. Was ist denn hier nur neu? Was ist denn hier nur neu? Und zwar hier ist. Oh, ist alles gut. Ist alles gut. Ja, alles gut. Hier steht die Neuigkeit und frisst ganz gemütlich, weil das ist Pan, unser neuer Wallach. Also der Pan, der wurde jetzt am Montag gelegt. Das heißt also von Hengst auf Wallach umoperiert sozusagen. Hat alles super geklappt. Habe ja schon mal ein Video gemacht über die Kastration vom Hengst. Deswegen habe ich diesmal nicht mitgefilmt, weil es ja auch nicht ganz so wunderschön anzusehen ist. Aber es hat wie gesagt alles super geklappt. Es gab kaum Nachblutung. Die Wunde ist jetzt schon komplett dicht. Er bekommt halt weiterhin jetzt momentan noch Antibiotika und eben Schmerzmittel. Aber ich denke, dass das innerhalb der nächsten Tagen, Wochen, dann auf jeden Fall erfolgreich erledigt ist. Momentan auch ganz leicht am Anweiden. Weil irgendwie ist ja dieses Jahr alles später. Ich habe, glaube ich, gehört, dass generell jetzt das Wachstum von den Weiden ungefähr 3 bis 4 Wochen im Rückstand ist. Und das sieht man auch, weil es steht nicht so besonders viel drauf. Und nachts ist es ja immer noch so extrem kalt, sodass also das Gras natürlich nicht schieben kann. Aber wie gesagt, wir sind so ganz leicht am Anweiden, haben so ganz kleine Flächen schon, wo jeden Tag so für 10, 15 Minuten die Pferdchen drauf dürfen, um das Ganze dann irgendwann auch mal in Bewegung zu bekommen. Aber mich würde mal interessieren, wie ist es bei euch? Seid ihr schon am Anweiden oder wartet ihr noch? Oder? Schreibt mir das bitte gerne mal in die Kommentare, würde mich brennend interessieren. Und deshalb ist es jetzt jedes Mal ein kleines Schauspiel, weil wenn ich jetzt hier nur in die Richtung der Weide gehe, werde ich ganz unauffällig verfolgt, weil die natürlich genau wissen, oh, jetzt könnte vielleicht der Zaun aufgehen. Finde ich irgendwie immer so süß, dass die sich halt immer so extrem freuen. Ja, und da sieht man auch natürlich, wer kommt als erstes. Natürlich die Neige und der Piet, weil wir lieben doch grünes, saftiges Gras. Ja? Aber nachher dürft ihr raus, ne? Nachher dürft ihr noch ein bisschen raus. Ne? Könnt ihr euch dann schon freuen. Ja, endlich raus.
Hier im Entenparadies ist momentan das große Entsetzen. Wird geschnattert und geschimpft. Ja. Weil der heißgeliebte Pool kaputt gegangen ist. Jetzt hier machen. Wie man hier sieht, kein Wasser mehr da. Und ich habe auch schon die undichte Stelle gefunden. Das haben sie hier komplett eingerissen. Und damit nicht mehr zu retten. Leider. Also ich muss echt sagen, die sind zwar sehr robust, halten aber ja so maximal 1,5 Jahre. Ist klar, die stehen auch im Winter draußen und werden natürlich dementsprechend dann spröde und gehen kaputt. Und deswegen muss ich den jetzt noch ersetzen, damit hier das Geschnatter nicht ganz so groß wird. Jetzt lassen wir die jetzt erstmal alle raus. Ja, gut, erstmal raus alle. Schön in den Garten gehen. Und da kann ich hier in Ruhe den alten abbauen. Und den neuen gleich aufbauen. Ja, ganz wichtig, ganz wichtig. So, dann viel Spaß. Mittlerweile auch ja schon ein bisschen Erfahrung, weil das ist jetzt glaube ich schon der dritte. Ich glaube der dritte ist es. Und ich mache das dann immer so, dass ich den hier direkt mit dem Cuttermesser durchschneide. Das sind immer so einzelne Parzellen. Die schneide ich gerade auf und dann kann ich die dann auch so direkt halt im Restmüll dann entsorgen. Also auf geht's. Abbau erfolgreich beendet, inklusive nasse Socken und schmutzigen Händen. Das falte ich jetzt noch zusammen. Dann sind so hier in den Segmenten sind noch so kleine Hölzer drin, die mache ich noch raus. Hier sieht man das, die da für die Stabilität sorgen. Die mache ich noch raus. Und wie gesagt, und dann ab in den Müll damit. Tut mir immer ein bisschen weh, weil die Dinger sind auch nicht gerade billig. Werden übrigens als Hundepool XXL verkauft. Das sind die größten Pools, die ich hier gefunden hatte. Und da kostet einer immerhin so, ja, 50 Euro. Schade drum. So, und hier in der Kiste ist der neue Pool. Sackeschwer das Ding. Zwar nicht so besonders groß. Und das ist für mich immer wieder erstaunlich, wie hier sowas verpackt werden kann. Also hier drin der neue Pool. Durchmesser 1,60 Meter und hier in so einer kleinen Packung drin. Also echt cool gemacht irgendwie. Und den bauen wir jetzt schnell noch auf und dann lassen wir ihn gleich voll laufen, damit hier die Quakerei ein Ende hat. Alles gerichtet. Kamera und ich sehen aus, als hätten wir selbst hier im Schlamm gewühlt. Was hier toll ist, das hatte ich bis jetzt auch noch nicht. Hier ist ein extra Einlauf- und Ablassventil dabei. Das heißt, hier wird einfach nur der Schlauch ganz normal eingesteckt. Geht natürlich mit einer Hand jetzt ein bisschen schwer, mache ich gleich. Und dann heißt es nur noch Wassermarsch. Und dann wird es sich natürlich dann auch durchs Wasser noch dementsprechend ausbeulen, so dass er dann wirklich super steht. Also Wassermarsch. Also Wasser läuft, dauert jetzt ca. 20 Minuten und dann soll der voll sein. Dann schauen wir nochmal. Maximale Füllhöhe erreicht und ich muss sagen, es sieht fast aus wie in der Karibik. Also wirklich toll. Und die Enten, ja, die werden jetzt am Anfang noch sehr skeptisch sein, weil das muss ja erstmal beobachtet werden. Und dann werden sie höchstwahrscheinlich so, ja, gegen Mittag werden sie dann endlich reinspringen
und das neue Karibikbad ausgiebig testen. So, Enten sind glücklich versorgt und jetzt nochmal zum Schluss hier zu der Reolink Go Kamera, mit der man ohne Strom und ohne WLAN einen Stall bzw. eine Weide beobachten kann. Also wirklich ein super Ding. Habe ich jetzt ja 2 Jahre getestet und funktioniert wirklich einwandfrei. Und die könnt ihr bald gewinnen. Spannung, Spannung. Weil ich brauche sie dann nicht mehr, weil ich jetzt ja die neue habe. Und darüber erfahrt ihr dann mehr noch im nächsten Video. Also am besten folgt mir hier auf YouTube und natürlich auf Instagram. Da werde ich zwischendurch immer mal einen Post bringen, ab wann das Gewinnspiel startet. Also ich freue mich auf euer Interesse. Oh, das war's schon wieder mal ein kleines Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Mich würde es tierisch freuen für einen Daumen nach oben. Gell, Toni? Würde uns freuen. Das würde uns sehr freuen. Ja, wieder Text vergessen, wie immer. Auf jeden Fall freue ich mich natürlich auch auf ein Abo hier auf YouTube oder auf Instagram. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Und ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao, ciao.